Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Hier sind wir an unserem Gehege der roten Pandas. Wir haben ein Pärchen, den Kenzo und die Luisa. Die beiden sind 8 Jahre, ist der Kenzo, und die Luisa 7 Jahre. Also genau gesagt 1 Jahr auseinander. Die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Allerdings halt einer hat jetzt seinen 8-Jährigen gefeiert und die Luisa 7 Jahre. Das ist ein ideales Alter eigentlich für Pandas. Auch um Nachwuchs zu haben. Die werden meistens so mit 4, 5 Jahren spätestens erwachsen. Es sind Pandas nicht jetzt vergleichbar mit dem großen Panda, das ja nur ausschließlich Bambus frisst. Also das sind Gemischtköstler. Die haben genauso eine Vorliebe für pflanzliche Nahrung, wie für Früchte und für Bambusfasern und Blättern, wie auch für tierisches. Also die gehen auch gerne mal an ein Vogelnest und plündern da die Eier raus oder holen kleine Wirbellose oder Wirbeltiere, die sie sich durchaus auch selber erjagen. Aber als dämmerungs- und nachtaktives Tier eher ein sehr ruhiger und gelassener Geselle. Meistens finden die sich als baumbewohnendes Tier halt eher ganz weit oben und auch in den Regionen des Himalayas, wo der in den Bambuswäldern vorkommt. Da ist halt wirklich nur noch was wächst halt, das ist der Bambus. Klettern die relativ weit nach oben, um einfach dort auch besser geschützt zu sein. Gibt nicht mehr sehr viele davon halt, auch da ist der Lebensraum halt relativ begrenzt, weil einfach auch nicht mehr so viele zusammenhängende Bambusgebiete vorkommen halt. Die müssen halt schon immer weite Strecken auch zurücklegen, bis die einen Paarungskandidaten eben finden. In der Regel sind die ja einzelgängerisch unterwegs. Wir haben in den meisten Zoos halt, dass sie dann eben auch gemeinsam als Paar gehalten werden können. Auch bei uns klappt das ganz gut, auch wenn wir noch bisher keine Jungtiere hatten, aber sind da auch ganz zuversichtlich. In der Regel werden so 2 bis 3, ganz selten, dass da auch mal 4 Jungtiere geboren werden halt, die dann meistens zum Frühjahr hin geboren werden und dann intensiv eben aufgezogen werden, denn die Jungtiere, auch die, ähnlich wie bei anderen Bärenarten halt, sind erstmal nackt und blind und relativ klein, werden intensiv dann eben betreut in einer Wurfhöhle, die aufsuchen. Das sind dann meistens verlassene Erdhöhlen oder auch Baumhöhlen, die in der Natur aufsuchen. Wir haben hier eine installiert, die man so als Besucher auch gar nicht sehen kann, ein bisschen abseits halt und ruhig gelegen, denn das ist halt auch immer recht wichtig halt für eine Jungtieraufzucht, dass die Mutter das dann eben recht ruhig hat und da sich konzentrieren kann auch auf die Jungtiere. Beim Kenzo kann man ganz gut mit Futter locken, das heißt halt, er kommt schon freiwillig halt auch, wenn er sieht, wir haben Futtertiere dabei und können ihn aus der Hand füttern. Die Luisa, die ziert sich noch immer so ein bisschen, die nimmt zwar auch eben, aber auch nicht von jedem Pfleger halt aus der Hand, da muss schon immer der Richtige kommen. Aber sobald man das Futtertier abgelegt hat und 1 Meter zurückgeht ungefähr, dann traut die sich halt auch und holt sich das dann auch. Überwiegend bekommen die natürlich halt pflanzliche Nahrung in Form von Bambus. Da fressen die meist die frischen Triebe und die frischen Blättern ab. Muss man auch mal genau darauf achten halt, dass es wirklich super Futter ist. Denn die sind schon sehr wählerisch halt und sobald er ein bisschen dröge oder vertrocknet ist, besonders im Sommer, dann lassen die den dann rechts oder links liegen.
ist immer eine große Frage von den Besuchern, ja, wie können sie denn die Tiere alle so auseinanderhalten? Gut, jetzt bei den beiden roten Pandas geht es natürlich, als sind zwei Tiere, aber wichtig ist halt dann die Gesichts- und auch die Färbung vom Schwanz. Wir können ganz gut eben erkennen, halt, der Kenzo, der hat ein relativ helles und auffallend weißes Gesicht halt. Die braunen Striche unter den Augen oder im Augen- und Sehbereich halt, ja, die sind nicht ganz so deutlich ausgeprägt. Die Luisa, die hat zum einen halt auch ein bisschen einen ganz anderen Rotton vom Fell her und das Gesicht ist auch nicht ganz so kräftig weiß. Und diese braunen Striche halt im Gesicht, die zwei, die sind schon deutlich abgegrenzt und sehr kontrastreich zum Rest halt. Deswegen ist es immer relativ einfach, wenn beide nebeneinander sind. Dadurch, dass sie ja im Prinzip nahezu gleich alt sind, kann man es halt auch ein bisschen vom Größenverhältnis des Kopfes her betrachten. Denn die Weibchen, die haben nicht ganz so einen großen Kopf und sind nicht ganz so groß vom Gesamten her. Es ist natürlich halt schwer, wenn die einzeln sitzen, wer dann immer wer ist, wenn man jetzt nur von der Körpergröße her geht. Ja, die Besonderheit bei den sehr kletteraktiven Pandas ist ja halt auch, dass die zum einen nicht nur gut klettern können, aber wenn die jetzt den Baum wieder runter wollen, dann machen die das nicht nur rückwärts, wie zum Beispiel die Katze, die können halt auch vorwärts mit dem Kopf voran runterklettern, weil die sehr gut und sich sehr gut festhalten können, vor allen Dingen mit den Vorderpfoten. Die haben durch den gut beweglichen Daumen, der ziemlich weit hinten angestellt ist, halt auch die Möglichkeit, eben die anderen Finger und Krallen sehr gut eben, zu benutzen. Das sieht dann für den Besucher immer recht witzig aus halt und wenn die den benutzen, wenn die dann das Futter so richtig rausnehmen wie wir und dann in die Hand nehmen, ähnelt schon so ein bisschen halt wie bei einem Affen. Und dann, was halt auch in der Natur beobachtet wurde, wenn die trinken, nicht unbedingt bei den fließenden oder stehenden Gewässern direkt halt, so wie das andere Katzen machen würden oder Bären, sondern die nehmen teilweise halt auch die Pfote, tauchen die ein wie so eine Schöpfkelle und trinken dann aus der Pfote heraus. Haben wir bei unseren jetzt so noch nicht probiert oder gesehen, aber das machen die halt durchaus halt auch, wenn die in der Natur eben, an Gewässern eben, trinken wollen. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.